Mein Name ist Schwester Dorothea Schlickmann. Als Autorin schreibe ich immer meinen Zivilnamen, Dorothea Schlickmann. Ich grüße alle ganz, ganz herzlich aus Schönstadt, hier vom Schönstadt Verlag im Laden von Schwester Anja. Und ich freue mich sehr, auf diese Weise mit Ihnen verbunden zu sein. Ja, ich wurde gefragt, warum oder in welchem Kontext ich dieses neue Buch, das ja jetzt in Spanisch erschienen ist, geschrieben habe. Was hat mich inspiriert? Ich habe gedacht, Pater Kentenich Leben ist dermaßen spannend und es lohnt sich, dieses Leben für möglichst viele Menschen darzustellen, zu erzählen und wie er sein Leben gemeistert hat. Der eine Grund ist also, ihn und sein heiligmäßiges Leben bekannt zu machen. Aber gerade in unserer Zeit haben mich auch die Herausforderungen unserer Zeit besonders angeregt, über ihn zu schreiben, weil ich glaube, dass für die Menschen, die von ihm lesen, viele Antworten in seinem Leben da sind, die uns auch helfen, unser eigenes Leben zu meistern. Und ich habe in Deutschland schon eine Reihe von Echos bekommen von Menschen, die Schönstadt gar nicht kennen, aber für ihre persönliche Situation Antwort bekommen haben. Zum Beispiel eine junge Frau, die in einer sehr schweren Krise nach Schönstadt kam und die gesagt hat, das Leben und das Lesen über sein Leben hat mir sehr geholfen. Ich sehe mein eigenes Leben jetzt in einem ganz anderen Licht. Oder ein junger Mann im Rollstuhl, der durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist. Er schrieb mir, er hätte die halbe Nacht in dem Buch gelesen und hätte dadurch so viel Mut wieder bekommen, seinen Alltag im Rollstuhl zu meistern. Pater Kentenich hilft uns, wie wir umgehen können mit Leid, mit Schmerz, mit Schuld, mit dem, was er gerne nannte, unser Kleinsein. Ja, wie ist die Beziehung zu den anderen Büchern, die Sie teilweise schon kennen, die verborgenen Jahre und die Herbststürme? Dort schreibe ich mit Fußnotenapparat. Hier sind keine Fußnoten, damit man es etwas leichter lesen kann. Aber in den verborgenen Jahren entfalte ich eigentlich detailliert seine Kindheit und Jugend. Im Buch Die Herbststürme seine Pädagogik auf dem Hintergrund der Schönstadtgeschichte. Und ich denke, ich habe versucht, in diesem neuen Buch das etwas gestrafft zusammenzufassen. Ja, ich wurde gefragt, welchen Rat ich geben kann, um die Lektüre besser zu nutzen. In den aktuellen Fragen, die ja jetzt aufgekommen sind, gibt das Buch sehr viel Antwort schon, was die Gründe zum Beispiel für sein Exil waren. Und da lohnt es sich durchaus noch mal genauer zu lesen, wo da Antworten stecken. Und auch eben der Frage nachzugehen, was sagt dieses Buch für mich, für mein Leben, für mein ganz konkretes, persönliches Leben? Wie gibt es da Antworten? Das sieht für jeden nochmal ganz verschieden aus. Und so denke ich, es können 1000 Menschen dieses Buch lesen und für jeden sagt es noch etwas anderes. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Freude und vielleicht sehen wir uns mal hier in Schönstadt. Auf Wiedersehen.